Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem PLW Review Kanal. Heute stelle ich euch mit Adam die nächste Evolutionsstufe der deutschen Uniform im Ersten Weltkrieg vor. Das ist wahrscheinlich so die bekannteste Version der Uniform neben der Auszugsuniform. Hier trägt der Soldat nämlich schon die 1915 eingeführte Feldbluse Modell 15, die dann für alle Armeen und auch für alle Waffengattungen vereinheitlicht wurde. Wie gesagt, die verdeckte Knopfleiste, es wurden alle Zierade eingespart, es gibt keine Schoßknöpfe, keine Zierknöpfe mehr. Es wurde alles verdeckt, es wurde alles vereinheitlicht, wie gesagt, für alle Waffengattungen. Eine Erneuerung war unter anderem auch der Kragen, der jetzt bei allen Armeen, außer bei der Bayerischen Armee, in Reseda-Grün gehalten wurde. Bei der Bayerischen Armee war dieser Kragen auch in feldgrauem Tuch gehalten und dann einfach in einer Tresse eingefasst, die die bayerischen Farben Blau und Weiß zeigen. Was diesen Soldaten jetzt von einem normalen Infanteristen unterscheidet, ist die Ausrüstung, weil das noch ein Soldat der MG-Scharfschützen ist. Mit natürlich dem dazugehörigen MG-Scharfschützenabzeichen in Gelbmetall. MG-Scharfschützen? MG-Scharfschützen ist quasi im Gegensatz zu den handelsüblichen MG-Kompanien sind das spezial ausgebildete Truppenteile, die unter anderem auch mit Beutewaffen und mit speziellen Schießtechniken umgehen konnten. Also die wurden quasi sehr speziell auf den Umgang mit Maschinenwaffen geschult. Ne? Die konnten quasi so eine Sache machen wie, also konnten normale MG-Trupps natürlich auch, aber da wurde es halt eben geschult. Also quasi die Elite von den Scharfschützen, von den MG-Trupps. Ja. Quasi so kann man es sagen. Heute würde man sagen, es ist eine Eliteeinheit. Damals war es halt eben einfach eine Truppengattung, die neu formiert wurde aus den normalen MG-Kompanien heraus, beziehungsweise aus den MG-Abteilungen. Was auch noch ein gravierender Unterschied bei den MG-Scharfschützen waren, die unterstanden nämlich kein Regiment, sondern diese MG-Scharfschützen-Abteilungen standen direkt der Heeresleitung. Deswegen hatten die auch immer die Trottel einer ersten Kompanie. Wenn ihr mehr zu dem Thema MG-Scharfschützen erfahren wollt, dann könnt ihr gerne hier oben klicken, da gehen wir auf das Thema noch mal ein bisschen näher ein. Weiter. Der Soldat hier trägt die kleinen Patronentaschen für MG-Schützen. Das waren spezielle Patronentaschen, in die auch nur ein Ladestreifen passt. Also wenn man die hier aufmacht, da passt genau ein Ladestreifen rein, weil so ein MG-Schütze, die konnten sich in der Nahverteidigung zur Not auch mit ihrer Schwerpunktwaffe verteidigen. Und hier kann man noch mal sehen, noch mal den Vergleich. Die Standardpatronentasche, da passen halt eben 3 Ladestreifen, A5 Schuss pro Kammer rein und waren dementsprechend größer. Und Leder, Stichwort, ist schon schwarz gefärbt. Natürlich, genau. Wir befinden uns jetzt ungefähr in dem Zeitraum 1917. Also soweit sind wir unterdessen schon. Bewaffnet ist der Soldat hier auch schon mit dem Grabendolch für Nahkampfgefechte und auch mit der Modell 17 Stielhandgranate. Genau. Also halt eben ein Dolch, der wurde auch ausgegeben für den Grabenkampf. Aber natürlich auch, sage ich mal, Eigenwaffenreaktionen. Man hat improvisiert, Provisorien. Genau, Stehhandgranate Modell 17 erkennt man im Gegensatz zu dem Modell 24 an dem Haken, zum Einhaken am Leibriemen oder am Koppel und an dem sternförmigen Verschluss zum Aufschrauben. Das sind, glaube ich, so die typischen Unterschiede. Der Rest ist eigentlich identisch. Genau, was hier noch erwähnenswert ist der Schleppriemen, der MG-Schleppriemen, der halt eben von den Soldaten zum einen als Alleinstellungsmerkmal verwendet wurde, weil wie schon erwähnt, es wurden alle Truppen vereinheitlicht. Bei Jäger und Schützen war das Tuch noch etwas grüner gehalten, aber im Großen und Ganzen waren Schnitt und Verarbeitung sehr gleich. Und um sich damit dann halt eben auch ein bisschen von den anderen Truppenteilen abzugrenzen, haben viele der MG-Soldaten, sowohl MG-Scharfschützen als auch die regulären MG-Kompanien in den jeweiligen Regimentern mit diesem Gurt auch geschmückt, um ihre Zugehörigkeit zu zeigen. Der MG-Schleppriemen war im Endeffekt dafür da, um die Lafette des MG 08 verrücken oder auch allgemein bewegen zu können. Die konnte man unten an den Füßen einhaken und dann sowohl über die Schulter gestützt als auch an diesen Ösen getragen, konnte man die Lafette dann einfach bequemer bewegen. Später beim MG 0815 gab es dann für die Waffe an sich nochmal einen extra Trageriemen. Den können wir jetzt nur gerade nicht vorstellen, deswegen behalten wir das einfach mal als Erwähnung im Hinterkopf.
Dann natürlich sehr charakteristisch für die Zeit ist die Gasmaskendose. Ne, das ist die Gasmaskendose zu der dazugehörigen Ledermaske Modell 17, ne, die dann hier drin verwahrt wurde. Das ist die Ledermaske, die quasi aus eingefetteten und imprägnierten Leder bestand und somit halt eben gasdicht war und mit Schaugläsern aus Gelatine. Und zwar hat man Gelatinegläser genommen, weil man bei der vorherigen Rahmenmaske immer wieder das Problem mit dem Beschlagen von Schutzgläsern aus Glas hatte. Hat man halt auf Gelatine zurückgegriffen, weil das halt eben nicht beschlägt. Die hatten natürlich dann dementsprechend auch nur eine, wie sagt man, Mindesthaltbarkeit, eine begrenzte Lebensdauer. Ich glaube, nach 6 Monaten waren die nicht mehr benutzbar. Und dafür ist ja dann dieses Fach dafür, genau. Die Ersatzglasscheiben. Das hat ja dann die Wehrmacht später anders gelöst, ab 1934. Die haben eine Glasscheibe gehabt, die Gasmasken an sich, und dann innen drin solche Klarscheiben, die zwischen das Glas und den Atem sozusagen gemacht wurden, damit das nicht beschlägt. Dass man nicht das ganze Glas tauscht, sondern eben nur diese. Was auch ganz spannend ist, ich erwähne es einfach mal kurz am Rand, wir können es leider nicht zeigen, bei der Rahmenmaske hatte man solche Putzsäcke an der Seite, dass man sich quasi mit dem Finger durch die Maske die Scheiben sauber putzen konnte. Kann man nicht zeigen, ist aber nice to know, deswegen kann man das mal erwähnen. Auch ein sehr wichtiges Thema, Wickelgamaschen und Schnürschuhe. Was man jetzt hier dazu sagen kann, Schnürschuhe wurden bei jedem Soldaten zusätzlich zu den Stiefeln immer ausgegeben. Der ursprüngliche Gedanke war dabei halt eben eher zum Ausgang, da die Schnürschuhe zu tragen anstatt der Stiefel. Aber diese Kombination aus den Wickelgamaschen war aufgrund der im späteren Kriegsverlauf sehr schlecht befestigten Gräben und der hohen Schlammentwicklung halt eben sehr beliebt, weil die Stiefel dort stecken blieben, man hat sie verloren, man hat oben Dreck hineinbekommen. Viele Soldaten haben versucht, das dadurch zu lösen, indem man sich Streifen vom Mantel abschnitt, um damit dann quasi oben den Stiefel abzudichten. Also man hat quasi wie so eine Manschette oben um den Stiefel drumherum gebunden, damit das Eindringen von Dreck, Geröll und Schlamm verhindert wird. Und da wurde dann natürlich von den Soldaten immer mehr diese Wickelgamaschen angefragt. Die wurden am Anfang auch noch ausgegeben von den Bekleidungsämtern bzw. halt eben vom Kriegsministerium genehmigt. Und man hatte dann aber Bedenken, dass wenn die Gamaschen trocknen, sich zusammenziehen und dann quasi Schäden am Bein des Soldaten zurücklassen. Daher wurden die dann, ich will nicht sagen direkt verboten, aber es wurde sehr davon abgeraten. Aber nun muss man halt eben sagen, viele Offiziere fanden das halt auch schick. Die hatten dann auch Ledergamaschen für die Schnürschuhe, die sie getragen haben. Und diese Wickelgamasche war zum Schluss einfach ein Trend, der sich nicht mehr aufhalten ließ, weil sie halt eben im Gegensatz zum Marschstiefel viele Vorteile boten. Deswegen war das irgendwann ein sehr, sehr gängiges Bild des deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg, die mit Wickelgamaschen zu sehen. Nein, die Franzosen hatten noch am Anfang Ledergamaschen. Okay. Die hatten quasi noch, als sie noch die roten Hosen und die dunkelblauen Uniformröcke anhaben, hatten die noch Ledergamaschen zu dem Schnürschuh. Die Wickelgamasche wurde dann wirklich erst mit der, also hat man vorher dann viel privat gemacht, aber so richtig zur Einführung kam die dann auch erst in der französischen Neuuniformierung ab 1915. Da haben wir auch ein Video zu gemacht, das könnt ihr gerne euch hier oben nochmal angucken. Da geht es nochmal um die französische Uniformierung im Ersten Weltkrieg ab 1916. Also das Pendant dazu. Das Pendant dazu. Der MG-Schütze, wie wir ihn hier sehen, war Munitionsträger und ist deswegen noch mit dem Gewehr 98 bewaffnet oder optional mit dem Karabiner A, den wir euch leider immer noch nicht zeigen können, weil wir kein Modell davon zur Verfügung haben. Ich hoffe, dass es irgendwann dazu kommt und wir euch das Modell mal zeigen können, weil das ist auch eine sehr spannende Waffe aus der Zeit. Normale MG-Schützen trugen eigentlich die Pistole 08. Zur persönlichen Verteidigung, weil wie gesagt, mit dem Maschinengewehr konnte man halt eben auch gewisse Nachverteidigung mit der Schwerpunktwaffe durchführen oder wie gesagt halt mit der Pistole, das war bequemer. Da der Peter hier, der uns gerade mit seiner Uniform zur Verfügung steht, aber der Munitionsträger ist und daher auch manchmal zum Munition holen gewisse Distanzen zurücklegen musste, wenn er denn nicht sowieso beim Trupp mit angeschlossen war, ist deswegen noch mit der Standard-Infanteriewaffe bewaffnet, um sich selber zu verteidigen oder um damit aktiv zu kämpfen. Das markanteste und spannendste Merkmal an dieser Uniform in diesem Abschnitt des Krieges ist natürlich der Stahlhelm. Ne, wir hatten euch ja schon mal ein paar Mal über den Stahlhelm berichtet, woran man den erkennt, welche Größen der hat, warum er diese Belüftungsbolzen hat.
Aber hier kann man halt eben wirklich auch nochmal auf die Tatsache eingehen, dass zum einen der Riemen vom Lederhelm oder von der Pickelhaube auch hier an diesem Helm weiterverwendet werden konnte und wurde dann dementsprechend einfach feldgrau lackiert. Oder man hat halt eben die Beschläge aus Eisen bekommen. Wir hatten ja schon mehrmals über den Stirnschild berichtet, der in einer Einheitsgröße ausgegeben wurde. Und wir wollen euch jetzt gerne einfach mal zeigen, warum der bei den Soldaten trotz des vermeintlich vielversprechenden Schutzes sehr unbeliebt war. Da ist das gute Stück. Hier an den Lüftungshörnern, Lüftungsbolzen eingehakt und hinten mit dem Lederriemen festgemacht. Ich kann es mir gar nicht denken. Ich kann es mir gar nicht denken, was jetzt wohl passiert. Also man muss sagen, das Ding ist brutal schwer. Und der Helm rückt, egal wie man ihn aufsetzt, mit der Dauer und in der Bewegung wird dieser Helm immer ins Gesicht rutschen. Man muss jetzt auch dazu sagen, das sieht alles ein bisschen unglücklich aus. Das ist ein Repro-Helm und auch kein guter. Und auch der Stirnschild ist reproduziert und passt dementsprechend nicht so unendlich gut drauf. Also wenn ich mir den Stirnschild so angucke, bin ich sogar fast der Meinung, dass der besser auf den WK2-Helm passt als auf den WK1-Helm. Ja, aber zum Veranschaulichen oder beziehungsweise zur Funktion, um das mal vorzuführen, reicht natürlich die Reproduktion auch aus. Hier sieht man nochmal die Materialdicke, also das sind ja, so 5 mm sind das schon. Also es ist natürlich fraglich, ich habe dazu noch nichts gelesen, ob mal irgendwo beschrieben wurde, wie funktionell das tatsächlich war. Also wenn ihr so ein 8 mm Labelgeschoss da vor die Stirn knallt, ob das Schild dich da gerettet hat, ist schwierig. Das ist fraglich. Aber man merkt auch auf jeden Fall vom Gewicht her, der Schild an sich wiegt vielleicht 2-3 Mal so viel wie der Helm. Ja, also genau. Die Idee dahinter kann man verstehen. Wird fälschlicherweise oft den Scharfschützen, also den Präzisionsschützen zugeschrieben, was aber natürlich Quatsch ist, weil als Präzisionsschütze möchte man nicht gesehen werden. Da agiert man aus der Deckung heraus, aus dem Verborgenen. Klar, die werden das auch verwendet haben, aber primär waren der Sappenpanzer, also der Krampanzer und dieser Schild wirklich für den MG-Schützen gedacht. Weil wenn man jetzt mal aus der Sicht des Angreifers denkt und man erstürmt eine Stellung, dann ist man natürlich bestrebt, den Schützen auszuschalten, der halt eben das MG bedient. Das meiste Blei in die Heide bringt. Mhm. Ja. Der Grundgedanke von diesem Stirnschild war ja aufgrund dessen, dass man immer öfter gesehen hat, dass die Soldaten, wenn sie im Graben standen, wenn man den Helm jetzt nicht so aufsetzt, dann ist natürlich die Stirn relativ frei. Was häufig gemacht wurde, wenn man sich hingelegt hat oder aus dem Graben geguckt hat, war den Helm umzudrehen. Genau. Um eben mehr Schutz zu bekommen, sich auch vernünftig hinlegen zu können, nach oben zu gucken, wenn der Angreifer kommt. Und dann wurde eben gesagt, na gut, wenn das die Soldaten machen, dann entwickeln wir so ein Stirnschild dafür. Genau, also es gibt auch zeitgenössische Fotos, auf denen auch oft gezeigt wird, dass die Soldaten den Helm in bestimmten, also im Stellungskrieg in bestimmten Situationen einfach verkehrt herum aufhaben. Wichtig, und weil wir hier ein Original haben, an das man nicht so oft rankommt, möchte ich euch das nochmal zeigen. Und zwar ist das der Maschinengewehrspaten, der an die Maschinengewehrtruppen ausgegeben wurde. Der hat nämlich eine ganz besondere Bewandtnis. Er ist offenkundig ein bisschen kleiner als der normale Infanteriespaten. Mal auflegen. Ja, also das Blatt ist schmaler, er ist kürzer, er hat einen kürzeren Stiel. Und das hat einfach was damit zu tun, dass man sich gedacht hat, dass MG-Schützen, wenn die ihre Stellung aufbauen, müssen die auch manchmal im Liegen schanzen. Manchmal, also unter Beschuss immer. Die Grundidee dahinter ist, im Liegen schanzen zu können. Man kann jetzt spekulieren und ein bisschen romantisieren und sagen, das ist auch eine tolle Nahkampfwaffe, wobei ich mir denke, na gut, dafür ist der Infanteriespaten besser, weil du einen längeren Hebel hast. Man bekommt mehr Wucht rein. Ich gehe nicht davon aus, dass das die Idee war. Also wirklich das Grundlegende, was ich jetzt dazu recherchiert habe, ist wirklich die Funktion, im Liegen graben zu können. Das ist ein sehr schönes Stück, man sieht es wirklich selten. Er ist auch gestempelt, nicht so wie andere Spaten, die wir hier haben. Hey. Also wirklich, das ist eine feine Sache. Und ihr wollt auch gar nicht wissen, was das kostet. Wollen wir es wissen? Nein, das wollen wir nicht wissen. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr noch mehr Videos haben wollt, wo wir Militaria zeigen oder Ausrüstung zeigen, egal aus welcher Epoche, dann würdet ihr uns sehr helfen, wenn ihr ein Abo dalasst, den Kanal unterstützt oder uns auch über Patreon unterstützt. Dann sind wir nämlich auch in der Lage, in Zukunft weiter gute Reviews zu machen. Und solche seltenen Exemplare auch mal zu zeigen.
Das Spatenleder der MG-Schützen ist natürlich dementsprechend anders. Dadurch, dass der Spaten auch kleiner ist oder beziehungsweise einfach eine andere Form hat, wurde das bei dem Spatenleder so gelöst, dass man nur eine Trageöse hat und zum anderen, damit das Seitengewehr nicht hin und her klappert, hier noch eine Öse hat, wo das Seitengewehr reinkommt, sodass sich zum Schluss hier wieder eine Stabilität ergibt. Das ist dann anders als beim Infanteriespaten, wo der hier vorne mit eingeschnallt wird er einfach am Spatenleder getragen. Das ist das Seitengewehr 88-98. Es wird oft Aushilfsseitengewehr genannt oder Notbajonett, aber es ist halt wirklich einfach bloß eine Massenproduktion. Hier im direkten Vergleich sieht man halt eben nochmal, man hat gespart. Die Klinge ist nicht mehr so breit, sie ist kürzer. Man hat sich die ganzen Holzverschalungen gespart. Man hat einfach einen Vollmetallgriff gemacht. Es ist halt eben auch so, dass dieses Bajonett, also das SG 9805, das passt nur auf das Gewehr 98 und das ist ein bisschen multifunktionaler einsetzbar. Das passt sowohl auf das Kommissionsgewehr 88 als auch auf das Gewehr 98 und natürlich auf den Karabiner A. Und von der Rückansicht kann man ja auch noch mal sagen, was hinten noch mit den jeweiligen Landeswappen verziert waren. Das sind die Schussknöpfe, die dann auch in Tombark ausgegeben, also in Tombark verarbeitet wurden. Und sonst sieht man auf der Rückseite des Soldaten halt eben noch den späten Brotbeutel und noch eine frühe Feldflasche. Da gab es dann später noch diverse Ersatzbezüge aus Manchester Cord, aus Tuch, hier aus Filz. Also da hat man wirklich viel Darstellungsfreiraum, für welche Feldflasche man sich entscheidet. Man kann auch mehrere Feldflaschen nehmen. Ich für meinen Teil, wenn ich eine späte Kriegsdarstellung mache, ich habe auch teilweise 2 bis 3 Feldflaschen hinten dran, weil wenn man sich überlegt, die fast 650 bis 700 Milliliter, da passt nicht viel rein. Und wenn man wirklich lange im Feld war, im Sommer, dann ist man natürlich besser beraten. Es werden genug davon herumgelegen haben, dass man sich mehrere Feldflaschen mitnimmt und die halt eben dementsprechend befüllt. Also wir haben euch jetzt einmal die Uniform gezeigt, wie sie bis zum Schluss des Krieges getragen wurde und auch teilweise von der Reichswehr übernommen wurde. Es gab auch später noch den M18 Stahlhelm mit Ohrausschnitten, weil es durch diesen Helm, wenn man den einmal getragen hat, wird man schnell feststellen, man hört nicht unglaublich viel, weil die Ohren sind natürlich komplett abgeschirmt und die gab es dann halt mit Ohrenausschnitt. Wenn ihr euch für Reichswehr interessiert oder vielleicht selber sogar eine Reichswehrdarstellung habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und dann machen wir da was dazu. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.